Heißluftfritteuse an und los geht's. 24 Stunden. 5 geniale Gerichte. Frühstück, Mittag, Snack, Abendessen und Dessert. Alles super schnell, knusprig und lecker. Ihr glaubt nicht, wie einfach das ist? Also bleibt dran. Dann verrate ich euch meine besten Rezepte, die ihr sofort nachmachen könnt. So, heute machen wir die beliebten Pangis. So nenne ich sie. So nenne ich sie. Oder sie. Da habe ich jetzt 150 Gramm Weizenmehl drin. So, dann brauche ich so ein Löffelchen voll Zucker. Hier habe ich 100 Milliliter Milch. Dann habe ich hier ein Ei. Und hier habe ich noch etwas Backpulver. Von dem Backpulver brauche ich aber nicht alles. So. Das langt schon. Verrühre ich das kräftig. Also richtig schön verrühren, bis keine Klumpen mehr sind. So, der Teig ist soweit fertig. Von der Konsistenz ist er genau richtig. So, jetzt sind wir am Ninja Speedy. Ich habe hier unten diese etwas höhere Platte rein. Darauf habe ich meine Silikonform. Minimal Öl mache ich unten rein, aber nur wirklich minimal. So, jetzt streiche ich das aus. Und von meinem Teig etwas hier rein. So, die Masse gibt in etwa 2 Stück. Verteile ich jetzt hier noch ein bisschen. Speedy zu, Hebel runter, Speedy einschalten und jetzt gehe ich auf Backen. 160 Grad, das ganze Timer 10 Minuten, das schaue ich mal. So sehen sie jetzt aus von der einen Seite. So, dann breiten wir mit meinem Spachtel kurz da drunter. Und mache mal kurz zu. Upsa. 160 Grad. Und von der Zeit 5 Minütchen, ne, 3 Minuten. So, hier habe ich von der selbstgemachten Aprikose. Die hatte ich auch im Speedy gekocht. Und da mache ich jetzt noch ein bisschen was drüber. Du kannst auch Honig oder je nachdem, was du hast, drüber machen. So, fertig ist mein Pangi. Ja, normalerweise kommt da Honig oben drüber, etwas Obst, frisches Obst oben drauf. So kannst du entsprechend servieren. Ich habe jetzt einfach mal mit Marmelade probiert, nur um es euch auch schnell mal zu zeigen. Ja, das Rezept verlinke ich unten in der Beschreibung. Vorsicht, Suchtgefahr. Das sind Kartoffeln. Du wirst begeistert sein. Wenn du noch mehr von diesen Videos möchtest, schreib sie da unten in den Kommentar rein. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. So, jetzt kommen wir zum zweiten Gericht. Da habe ich also 2 Kartoffeln gehabt. Ja, meine Kamera hat da wieder gesponnen, deswegen etwas kurz nachimprovisiert. Also ich habe da so einen kleinen Hobel, der ist richtig ideal dafür. Damit kriege ich die Kartoffel so Spiralen raus. Und zum Schluss, du siehst hier, das ist das Rädchen, wo ich die Spalten einstellen kann. Und hier habe ich jetzt meine ganzen Kartoffeln alle fix und fertig in der Schale schon drin. Die Kartoffeln hatte ich dann hier auf meiner Arbeitsplatte verteilt. Und jetzt habe ich hier Pommes Gewürzsalz und das verteile ich jetzt einfach da oben drüber, dass die Kartoffeln richtig schön damit entsprechend gewürzt sind. Und das arbeite ich jetzt die Kartoffeln mal gut durch, damit das Pommes Gewürzsalz überall an den Kartoffelspiralen, das sind ja kleine Kartoffelspiralen, die ich jetzt hier erzeugt habe. Also ich sehe jetzt zu, dass wirklich das Pommessalz überall schön verteilt ist. Ja, als nächstes sprühe ich jetzt meine Kartoffeln mit diesem Ölsprüher wieder gut ein, sodass die Kartoffeln ringsherum mit dem Öl gut benetzt sind. Das Ganze arbeite ich jetzt hier mit den Händen wieder gut durch, sodass also wirklich die Kartoffeln alle richtig schön das Öl haben. Und dann ist es schon soweit, dass ich diese komplette Masse jetzt nehme und in den Speedy rüber reinpacke. Also die Grillplatte ist wieder unten drin und die Kartoffeln packe ich jetzt oben drüber. Und ich mache es mal richtig schön locker, damit sie nicht zu fest aufeinander liegen. Ja, da war ich auch am Überlegen, Platte unten, Platte oben. Und dann habe ich gedacht, ich packe sie lieber unten rein, dass die Kartoffeln mir doch nicht zu schnell dann nachher verbrennen. Denn das ist ja doch nur, ja, wir sind ganz fein, dünne, hauchdünne Spiralen. Ja, jetzt kann der Speedy schon geschlossen werden. 180 Grad und 15 Minuten. Ja, dann hatte ich mir überlegt, dass ich doch Garnelen dazu machen kann. Hier habe ich Garnelen, die in Chili-Soße eingelegt sind.
Und dann habe ich jetzt hier noch 2 Tomaten und die schneide ich entsprechend jetzt auch noch erst den Strunk hinten raus. Nicht ganz so fein, durch die jetzt so jetzt schneiden, nochmal quer. Das mache ich jetzt auch mit der anderen Tomate noch. Nach 10 Minuten hatte ich den Speedy geöffnet und habe immer mal die Kartoffeln auseinander gezogen, so leicht, damit sie nicht aneinander heften oder haften. Ja, ich hätte auch die Christplatte unten einsprühen sollen, das habe ich nachher später gemerkt. Ja, jetzt kommen schon diese Garnelen oben drüber. Also die verteile ich jetzt hier oben drauf. Wie gesagt, hätte ich die Platte etwas eingesprüht, dann wären die Kartoffeln nicht hängen geblieben. Sprühe die Platte das nächste Mal etwas ein, dann bleiben die auch nicht die Kartoffeln dran hängen der Platte. Das hatte ich nicht ganz bedacht. So, nachdem die Garnelen oben drüber sind, kommt noch die Tomaten dazu. Ja, und dann hatte ich mir gedacht, nochmal etwas Knoblauchpulver oben drüber bei den Tomaten, das würde auch passen. So, noch etwas Salz und Speedy wieder zu und die restlichen 5 Minuten laufen lassen. So, das Essen ist fertig. Ich habe mir überlegt, die Kartoffeln, die tue ich ein bisschen so in die Mitte anordnen. Und dann kommen die Garnelen und die Tomaten noch dazu. Ja, und schauen, so lecker sah das Essen aus. Insgesamt war das Proportion 224 Kilokalorien nur. Weil die Garnelen, die hatten, der sogar komplette Pack, das waren 200 Gramm, die hatten 212 Kilokalorien. Dann kam die Tomate mit 36 noch dazu, die Kartoffeln mit 200 Kalorien. Ein paar Gewürze, wenn ich alles zusammenrechne, dann war ich insgesamt bei 448 und wir haben uns das durch 2 geteilt und hatten ein richtig leckeres Essen. Gebackenes Eis aus der Heißluftfritteuse. Ja, jeder spricht darüber, seitdem er das gesehen und gehört hat und möchte auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Ja, und ich habe so lange gedüftet und probiert und geschaut, wie ich das am besten für dich zubereiten kann, damit du das auch ganz einfach nachmachen kannst. Ich zeige dir wieder Tipps und Tricks, wie ich es gemacht habe. Jetzt freue dich auf ein wunderbares, leckeres Eis aus der Heißluftfritteuse. Ich habe jetzt hier Tüten, die ich mir jetzt klein schneide, weil die brauche ich dann nachher. Also ich trenne das jetzt gerade so, dass ich im Prinzip für 4 Eisbällchen, weil 4 Eisbällchen möchte ich machen, dass ich für 4 Eisbällchen so eine Hülle habe, wo ich die dann drin einwickeln kann. Aber das siehst du nachher noch ganz genau, wie ich das mache. Dann habe ich jetzt so einen Eisportionierer hier, mit dem tue ich erstmal die Oberschicht von der Schokolade etwas runter, weil ich hatte jetzt nicht dran gedacht, dass da noch so ein paar Raspel oben drüber mit sind. Die wollte ich eigentlich nicht unbedingt in dem Eis mit haben. Aber kauf ganz normales Schokoeis oder Vanilleeis. Also kein Wassereis. Wassereis würde ich nicht empfehlen. Das wird dann nachher vielleicht nur total klumpig und nicht so ideal, nicht so schön cremig. Aber dieses Schokoeis, was ich jetzt hier habe, das hat sich ganz gut dafür geeignet. Ja, das hole ich jetzt hier mit so einem Eisportionierer raus und versuche das zu einer runden Kugel etwas zu formen. Dafür habe ich auch die Handschuhe angezogen, weil die Hände sind doch warm und das fängt ja an zu schmelzen. Und so forme ich jetzt so eine kleinen Eiskügelchen. Und diese Eiskügelchen kommen jetzt in meine Tüte, besser gesagt in meine Folie, die ich vorbereitet habe. Und dann kann ich das ja wunderbar oben abdrehen. Und so wie ich das jetzt hier abdrehe, so zu so einer kleinen Kugel, so kommt das jetzt in den Gefrierschrank. Und das mache ich jetzt mit allen 4 Bällchen so. Und da scrolle ich jetzt mal schneller weiter vor, weil das musst du jetzt nicht Schritt für Schritt nochmal einzeln dir ansehen. Ja, und los geht es schon. Ich habe jetzt hier Biskuitböden, 3 Stück, die zusammen sind. Und die schneide ich jetzt mit dem Messer, trenne ich die leicht auseinander, sodass ich 3 einzelne Biskuitböden zum Schluss habe. So, geschafft. Den einen Boden brauche ich und die anderen beiden, die lege ich jetzt beiseite. Jetzt habe ich mir so eine Glasschale hier geholt. Das ist eine ganz normale Tasse oder Glas. Und da stehe ich entsprechend aus. Und hier habe ich jetzt kalten Kaffee. Den Kaffee habe ich vorher gekocht in meiner Kaffeemaschine, habe den kalt werden lassen. Und diese Biskuitstücke, die tauche ich jetzt in den Kaffee entsprechend ein. Aber erstmal muss so das Glas wieder rauskommen. So, ich habe mir so ein kleines Helferchen geholt und damit habe ich das jetzt rausgeholt und in den Kaffee, den Biskuit eingelegt. Und den nächsten steche ich jetzt aus. Natürlich brauche ich auch hier wieder mein Helferchen, um den Biskuit aus dem Glas rauszubekommen.
So, und jetzt merke ich gleich, das Biskuit ist doch ziemlich weich geworden. Also ich darf den jetzt gar nicht so lange da drinnen liegen lassen in dem Kaffee, sondern nur kurz in den Kaffee wälzen von beiden Seiten. Und dann kann ich ihn schon beiseite legen. Denn das sind jetzt die Vorbereitungen für mein Eis. Ja, insgesamt möchte ich 4 Eisbällchen machen. Das bedeutet, dass ich jetzt 8 so eine Stücke aus dem Biskuitboden rausstechen muss. Und da spule ich jetzt schneller vor, weil da musst du jetzt nicht zugucken, wenn ich die 8 einzeln aussteche und dann in dem Kaffeewasser drinne tränke. Ja, und so habe ich jetzt hier also ein Bällchen nach dem anderen fertig gemacht. Also immer den Biskuit in den Kaffee eingetunkt und das Ganze entsprechend dann nachher hier wieder in die Folie eingepackt. So, am nächsten Tag geht es weiter. Jetzt habe ich mir eine größere Form besorgt. Du siehst jetzt, das war die erste und die zweite ist etwas größer. Weil mein Bällchen ist hier jetzt auch schon etwas größer geworden, also brauche ich auch eine größere Hülle drumherum. Und die lege ich mir für meine 4 Eiskugeln entsprechend jetzt hier auch 8 Hüllen aus dem Biskuit hier wieder aus. Und da scrolle ich jetzt auch mal schneller wieder vor. Also hier habe ich jetzt wieder Kaffee im kalten, frisch gekocht. Habe meinen Biskuit, den ich jetzt hier wieder drin tränke. Und wie gesagt, sind nicht mehr so lange, kürzer, das habe ich gelernt. Und du siehst, mein Bällchen ist auch schon einiges größer geworden. Ich hätte vielleicht sogar noch etwas größer das ausstechen können, aber es hat doch gelangt. Also jetzt sauge ich den wieder etwas gut voll. Und jetzt kommt um mein Eisbällchen rundherum. Und das drücke ich jetzt mit den Händen so richtig schön gut zusammen, sodass du siehst, dass es rundherum, also gut mit der Masse umschlossen ist. Damit das Eis also nicht irgendwo an der Seite rauskommen kann. Deswegen schau dir es genau an, das ist ganz wichtig, dass das ringsherum gut verschlossen ist. Ja, und das mache ich jetzt mit meinen restlichen 4 Bällchen, packe die wieder ein und sie kommen wieder in den Gefrierschrank. Das Ganze ist im Prinzip 2 Durchgänge, einmal direkt über die Eiskugel und einmal über das erste Mal mit den Biskuitschalen. So, jetzt bin ich auf die Idee gekommen, nachdem ich gemerkt habe, mein Kaffee langt mir nicht. Ich kann ja auch mal das Ganze mit Amaretto probieren. Und habe jetzt hier Amaretto in das Schälchen reingetan. Aber du kannst anstelle von Amaretto kannst du auch anderes nehmen. Du kannst auch Kakao dir zubereiten und den Kakao da reinnehmen und damit entsprechend das Ganze jetzt trinken. Also wieder den Biskuitboden in die Amaretto-Masse jetzt hier rein. Das etwas vollsaugen lassen mit Biskuitboden. Und wie du das schon kennst, das Bällchen damit jetzt auch wieder umhüllen. Ja, und das habe ich jetzt mit meinen restlichen Eisbällchen noch gemacht. Und auch das kommt jetzt so wieder in den Kühlschrank, also in den Gefrierschrank. Weil das muss richtig gut durchfrieren. Weil das muss ja in der Heißluftfritteuse dann nachher eine feste Masse geben. Und es darf sich ja nicht auflösen, dass dann nachher ja, die Schokolade, das Eis, besser gesagt, rausschmilzt. Und ehrlich gesagt hatte ich dann nachher etwas Bedenken, nachdem ich das mit den Amaretto gemacht habe, habe ich gedacht, oh, hoffentlich war das jetzt kein Fehler, dass sie das Eis, oder besser gesagt, das Bällchen gar nicht gefriert, weil Alkohol friert ja nicht so einfach. Aber du wirst sehen, es hat geklappt. So, der Biskuitboden, der übrig geblieben war, den hatte ich in die Heißluftfritteuse, die Stückchen reingetan und hatte die für ein paar Minuten da entsprechend drin frittiert. Das waren jetzt bei 200 Grad, ich glaube 2-3 Minuten. Ja, da kannst du jetzt gucken, wie du das auch von dem Bräunungsgrad, von dem Knusprigen her haben möchtest. Dementsprechend, so lange kannst du es entsprechend da drin jetzt in der Heißluftfritteuse frittieren. So, die frittierte Masse, also dieser Biskuitboden, der kommt jetzt hier in so einen Beutel rein. Bei dem muss ich jetzt entsprechend verkleinern. Den möchte ich nämlich jetzt als Streuselmasse im Finalen außen ringsrum bringen. Also ich habe das jetzt erstmal etwas klein gedrückt.
So, fast geschafft. Ich habe mir gedacht, ich kann noch etwas Kokosnuss dazu packen, das Ganze mit untermischen. Und das siehst du jetzt hier entsprechend, wie ich den jetzt da noch rein mit verteile. Ja, weiter geht's, dass ich mir jetzt hier ein Ei geholt habe und das Ei wird jetzt hier aufgeschlagen, in diese Schale reinkommt. Da schlage ich jetzt richtig kräftig gut auf. Jetzt habe ich hier meine, doch wie du siehst, schon richtig schönen großen Eiskugelchen. Die werden jetzt hier in diesem Ei gewälzt. Richtig ringsrum gut, damit das Ei wirklich von allen Seiten richtig gut an dem Bällchen dran ist. Und dann, so wie du Schnitzel panierst, so habe ich jetzt hier auch diese Bällchen da drin richtig schön paniert. Und habe das Ganze entsprechend jetzt hier nochmal etwas angedrückt. Also dass die Knuspermasse richtig außen ringsrum schön dran ist. Ja, das kommt jetzt beiseite und das Ganze mache ich jetzt mit den restlichen 4 Bällchen auch. So, alle 4 Bällchen sind fertig. Jetzt kommen sie noch mal kurz in eine Tüte rein. Da muss ich es aber nicht mehr einzeln abbinden, sondern sie kommen so grob. 2 Bällchen habe ich immer je in eine Tüte reingetan. Und die kommen jetzt noch mal in den Gefrierer. Denn der nächste Schritt ist wirklich unser Finaltag. So, alles vorbereitet für den Finaltag. Ich habe hier meine Bällchen und die ersten 2 kommen heute in die Heißluftfritteuse. Die anderen beiden hebe ich noch auf für später, für einen anderen Tag, weil das ist jetzt super. Du kannst dieses, es ist zwar am Anfang etwas aufwendig, aber du kannst das wunderbar ja, vorbereiten und kannst das dann am Tag, wenn du Gäste hast, gerade für 4 Minuten bei 200 Grad in die Heißluftfritteuse backen. Aber das zeige ich dir jetzt auch noch mal ganz genau, wie das funktioniert. Ja, und wenn dir meine Videos gefallen, was ich jetzt hier mache, dann gerne Daumen hoch, ein Abo dalassen oder teile das Video auch ganz gerne, damit auch andere erfahren und das so lecker nachkochen, nachbrutzeln können. Weil in meinen Videos habe ich immer viele Tipps und Tricks. Ja, und das hilft dir und auch anderen. So, ich habe jetzt auch die Heißluftfritteuse auf 200 Grad eingestellt und habe die gut vorheizen lassen und die Cosori hatte ich in diesem Fall genommen, die hat so eine Vorheizfunktion, da waren das dann 4 Minuten, die ich vorgeheizt hatte. Jetzt ist es soweit, dass diese Bällchen in die Heißluftfritteuse kommen. Ich zeige dir jetzt hier, wie die in die Heißluftfritteuse dann drinnen liegen. Gleich wieder rein und schnell wieder einschalten. Weil das Vorheizen ist jetzt ganz wichtig. Ich will hier gleich, dass ich gleich die Poren das entsprechend schließt und das gleich von außen knusprig wird und nicht erst noch eine Vorheizphase ist und dann dauert das zu lange und dann könnte das Eis und drinnen schmelzen. Geschafft und ich hole das erste Bällchen aus der Heißluftfritteuse raus und das zweite auch. Und du kannst schon mal sehen, wie super die aussehen. Sie sind ganz fest, sie sind nicht irgendwo auf einer Stelle aufgeplatzt oder dergleichen. Ja, und so neugierig wie ich bin, schneide ich das jetzt auch gleich mal an, damit ich dir zeigen kann, dass das Eis da drinnen noch wirklich richtig fest ist. Ja, und an der Seite nebenan, was du da stehen siehst, das ist eine Erdbeermarmelade. Und diese Erdbeermarmelade hatte ich auch in der Heißluftfritteuse gemacht. Dieses Video werde ich dir jetzt hier unten drunter auch noch mit verlinken. Weil auch Marmelade kann man wunderbar in der Heißluftfritteuse zubereiten. Auf jeden Fall der Speedy eignet sich da super dazu. Ja, und ein klein bisschen Sahne wollte ich auch noch dazu haben. Fertig ist das Finalessen. Also ein super Nachtisch, super einfach und schnell gemacht. Und deine Gäste werden ganz begeistert sein, was du da gezaubert hast. Ja, und mein abschließender Tipp ist, bereite ruhig ein Bällchen mehr vor. Die Vorbereitung ist etwas mehr Arbeit, aber am Finaltag, wenn du dann unverhofft mal Gäste bekommst, dann kannst du sagen, ey, ich habe was ganz Tolles für euch oder für dich. Machst deinen Gefrierschrank auf, knallst 2, 3 Bällchen, je nachdem wie viel du brauchst. Gerade in die Heißluftfritteuse, 4 Minuten, 200 Grad. Und du hast einen Nachtisch, die staunen alle, die werden sagen, wow, wie hast du das gemacht? Und das ist wirklich sowas von lecker. Das wirst du garantiert öfters machen. Ja, wie gesagt, die Vorarbeit ist etwas mehr, aber es lohnt sich auf alle Fälle. So, ich habe hier Hähnchenfleisch. Dann habe ich hier Biermarinade. Das ist ein Gewürz bei uns aus dem Odenwald. Schmucker Biermarinade heißt das. Ja, wir haben die Schmucker Brauerei bei uns im Odenwald. Das Fleisch habe ich da drin jetzt gut gewürzt. So ein bisschen Öl
Das entspricht so etwa einem Löffel. So, und das stelle ich jetzt mal kurz zur Seite und lasse das noch etwas marinieren da drinnen. Jetzt habe ich hier Paprika. So, hier habe ich jetzt meine Heißluftfritteuse, wo die Matte wieder unten reinkommt. Da kommt jetzt schon mal das marinierte Fleisch rein. Das verteile ich schon mal jetzt hier etwas. So liegt das ganz gut drin. Nicht zu sehr übereinander, dass es richtig schön brutzeln kann. Das hat der Vorteil von einem großen Korb. Deswegen kauf keine kleine Heißluftfritteuse mit einem kleinen Korb. Du brauchst Luft, desto besser für dein Fleisch. Oder deine Ware, die du generell in der Heißluftfritteuse machst. Das kommt jetzt mal beiseite. Meine Schüssel, die ich gerade hatte. Da kommt jetzt mein Paprika, meine Tomate, Knoblauch, alles da rein. Hier hatte ich von Aldi mal so eine Gewürzmischung, die ist auch sehr gut. Also ich bekomme da kein Geld dafür, aber ich muss ja euch sagen, was ich da drauf reinmache. Ich hätte das in Zukunft auch kennzeichnen müssen wohl. So, da auch etwas Öl, einen kleinen Schuss von der Sojasauce. Das Gemüse lasse ich jetzt darin etwas kurz ziehen. So, ich habe jetzt noch Bacon klein geschnitten dazu rein. Hat vergessen, die Kamera einzuschalten. Den möchte ich ja zusätzlichen Geschmacksverstärker haben. So, meine Heißluftfritteuse wieder dazu. Und jetzt kommt mein Gemüse auf die andere Hälfte dazu. Und da ist auch gut, dass die Silikonmatte unten drunter ist. Die Stückchen sind ja doch klein von dem Gemüse. Dann kann das nicht so schnell durchfallen. So kommt das jetzt in die Heißluftfritteuse, 180 Grad, 10 Minuten. Hähnchenfleisch braucht nicht lang. So, hier habe ich jetzt Weizenwraps. Hier habe ich von meiner Soße von gestern noch. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die da kalter drauf mache oder ich mache die Wraps kurz rein. Übers Fleisch, lasse die kurz warm werden und dann mache ich drauf, so werde ich machen. Ja. So ist das Essen jetzt soweit fertig. Jetzt habe ich mir was anderes überlegt mit meiner Soße. Jetzt mache ich Folgendes. Und zwar von dieser Soße kommt hier etwas dann drauf. Und dieser Wrap kommt jetzt so rum da rein. Das zweite kriegt auch so rum drauf. Und der kommt jetzt so rum drauf. Warum mache ich das jetzt so? Einmal dadurch, dass der Wrap jetzt die Soße drauf hat, ist er beschwert, fliegt mir nicht hoch. Und ich möchte, dass die beiden nicht zusammenkleben, deswegen einmal die Soße andersrum und einmal so rum. Das jetzt ganz kurz in der Heißluftfritteuse, 2-3 Minütchen. So, 2 Minuten hatte ich das. Jetzt kommt der eine Wrap kommt hier hin und der andere kommt auf den anderen Teller. So, der eine gefüllte Wrap fertig. Hier habe ich jetzt den zweiten. Ja, fertig. Wenn ich wollte, könnte ich die jetzt noch mit Käse überbacken. Also jetzt mache ich da den Gouda-Käse noch oben drüber. Ich schiebe das kurz in die Heißluftfritteuse für 5 Minuten und dann schauen wir mal. Das Video hat anscheinend wieder mal gerade nicht aufgenommen. Habe ich vergessen, Start zu drücken, was weiß ich. Ja, das ist jetzt die fertige Rolle, wie ich sie rausgenommen habe. Die Mädchen noch dazu. Und so kann man das jetzt wunderbar essen. Dann hatte ich mal kurz gezeigt, dass das die Matte ist, die ich da raushole. Und der Käse hängt ja jetzt an dieser Matte. Und das finde ich besser als an dieser Platte. Und unten drin in der Brühe. Weil jetzt kann ich den nämlich, wenn das kalt ist, es ist noch nicht ganz kalt, wunderbar hier raus, runter von dieser Matte. Der schmeckt richtig lecker, dieser Käse dann. So, und jetzt noch etwas mit dem Knusperkäse oben drüber. Von der Matte. Schmeckt köstlich so. Beinahe hätte ich es vergessen, ich soll es hier mal anschneiden. So. Das ist jetzt die gefüllte Tasche. Wunderbar lecker. Und ich klappe es mal auf. Das ist der Schinkenspeck. Den Ciabatta Brot. Das schneide ich jetzt erstmal so hier ein Stückchen auf. So, jetzt drehe ich das mal. So, hier habe ich jetzt eine Schüssel. Da kommen die Brocken jetzt so da rein. So, ich mache erstmal die Hälfte. Da kommt eine andere Mix rein, andere Soße. Dann habe ich jetzt hier die Taco-Soße. Von der Taco-Soße haben wir jetzt 2 Löffelchen da drüber.
Dann habe ich hier Olivenöl. So ein kleines Löffelchen. Ja, kann noch ein Löffelchen. So. Und so habe ich jetzt meine Glasschale richtig schön mal verschlossen und das Ganze dann kräftig durchgeschüttelt da drin. So lässt sich das am besten verteilen. So sind die jetzt richtig schön alle mit der Soße versorgt. Und du willst, kannst du auch noch irgendein anderes Gewürz noch oben drüber machen oder noch ein bisschen Käse oben drüber. Das machen wir jetzt mal so. 200 Grad, 8 Minuten. Hier habe ich noch einen Rest Mann drin, nicht mehr allzu viel, aber das dürfte lang. Jetzt mache ich hier auch etwas Olivenöl rein. Mische das in den Becher mal kurz auf. Also ich mache das jetzt so, dass eine cremige Masse entsteht. Ich kann noch ein Löffelchen ein bisschen Olivenöl ran. Aber das ist jetzt nichts, was ich schon mal ausprobiert habe. Das mache ich jetzt spontan. Und so entstehen auch meine ganzen Rezepte. Ich gucke, was ich im Kühlschrank habe und koche dann spontan was zusammen. So, jetzt habe ich gedacht, ich habe da noch mehr von diesen Art Parmesankäse, aber da ist gar nicht mehr viel drin. Der kleine Rest schon mal rein. Hier habe ich ja von meinen Käse noch. Der kommt jetzt noch mit da rein. Knoblauch. Ich gucke von der Masse her, ich mache noch ein ganz klein bisschen Olivenöl rein. So, noch etwas Salz. Nicht allzu viel. So, jetzt habe ich hier meinen zweiten Teil. Upsa, darüber noch mal. Dass die Brotstücke jetzt da größer lassen können. Noch etwas Knoblauch. So, noch ein ganz klein bisschen mit Öl besprühen. So, und so kommt jetzt in die Heißluftfritteuse. 200 Grad, 8 Minuten. So, das war ein Ciabatta-Brötchen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ausgesprochen. Ja, mit fast 70 ändere ich das in meiner Sprache nicht mehr. Ihr müsst damit leben. Aber schaut mal, es gibt jetzt heute Abend auf dem Balkon